Ja, hallo zusammen, da bin ich mit einer weiteren Runde Pillars of Eternity. Wir sind auf dem Hohen Meer und wir wollen jetzt, wie gesagt, ich komme bei der Quest nicht mehr wirklich weiter. Deshalb würde ich jetzt als nächstes nach Neketa fahren. Neketaka, so ist richtig, Neketaka. Keine Ahnung, was wir da machen genau. Wir fahren da einfach mal hin. Er sagt auch, das ist ein bekanntes Ziel. Und wir gucken uns das Ganze mal an. Wie gesagt, ich hätte gern die Quest erledigt, aber da jetzt noch weitere Stunden zu verbringen und YouTube und auch das Internet allgemein hat mir da keine Lösung gebracht. Ich hoffe für meinen Teil, dass vielleicht einer von euch eine Idee hat, wo ich diese blöde Quest erledigen kann. Wenn ja, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten, wir fahren jetzt weiter und hoffen mal, dass wir nicht großartig von irgendwelchen Schiffen angegriffen werden und oder vernichtet werden. Auf jeden Fall, hier sind wir wohl richtig, oder? Nein, wir fahren dran vorbei. Stopp mal eben. Das machen wir weg hier. Hallo, ich möchte, dass das mal weggeht. Ich glaube, da können wir doch einfach mal landen. Was haltet ihr davon? Also, wir gucken uns mal hier diese Grabstätte an. Moment mal. Okay. Während du durch die ländlichen Gegenden im Todesfeuer ziehst, kommst du an einer Stätte für rituelle Einäscherung an. Neben einer Fläche, wo sich der Scheiterhaufen befunden haben könnte, entdeckst du eine kleine Krypta voll von wunderschönen Körben, die eingeäscherte Überreste enthalten. Ja, dann schau doch mal genauer hin. Du verbringst einige Stunden damit, die Grabstätten zu untersuchen. Ja, weiter. Und findest eine Waffe neben den sterblichen Überresten. Du hast einen Gegenstand erhalten, ein Speer. Na dann, gucken wir noch mal etwas genauer. Weiter. Schriftrolle Segnung. Naja, wir können noch mal gucken. Okay, ja, reicht jetzt. Handel will ich jetzt nicht treiben, dann fahren wir mal weiter. Ich dachte, hier könnte man noch irgendwas machen. Was kann ich da eigentlich machen? Achso, ja, alles klar, das ist ja die Schiffsgedöns. Wir wollen jetzt erstmal nach Neketa weiter. Hau ab. Schauen wir mal. Ich bin ja mal gespannt, was da auf... Aha. The ring of a bell comes to you on a cold wind. The ring comes again and again. Until soon the air is full with the sound of 1,000 bells ringing all at once. WTF passiert hier? You feel a resonance in your core. A bell ringing in tune with all the others. Something in you bends, then breaks. And you are borne away on the ringing tide. Just another peal among the many. The tide of bells recedes. You lever yourself up onto your knees and realize you have been here before. Okay. You are alone. Und allein sein ist doof. And then you are not. An indistinct figure stands before you, flickering between forms like a fire-cast shadow. A fixed, taunting grin. Bottomless black eyes. A yawning chasm in the earth. The aspects of Berith, the Usher and the Pallid Knight, shift in and out of focus. Okay. And at their back, 4 indistinct shades hover. Okay. You feel an eternity stretch out behind each of them, reaching back to places so distant and yet so near you cannot comprehend their size. The shifting image of Berith settles on the aspect of the Pallid Knight. Watcher. She intones. Her voice is the discordant clangor of gongs struck out of time. Also ich muss sagen, sie erzählen es ja wirklich sehr gut, finde ich. I tasked you to discover Aethys's intentions. Tell me what you have learned. Na, Nervtante. Er saugt Seelen aus den Venen von leuchtenden Atra. Er stampft durch das Todesfeuer und zieht Seelen an sich wie eine gigantische Atra. Es ist noch zu früh. Ich kann die Irrtas nicht verfolgen, wenn du ständig... Ich sag mal das erste hier. The Pallid Knight knits her brows. He does not seek to return to the beyond?
Intriguing. Her sickly pale skin pulls tight across the bones of her face, as if the shell of this aspect does not quite fit the impossible creature it contains. The figure nearest Berith dissolves and reforms in the image of a thin-lipped, ancient crone whose face has felt the melting kiss of fire. The goddess Woedica strides forward. Does Aethys frighten you, Berith? He should. Magran subdued Aethys' influence once before, and yet he returned. From out of Woedica's shadow shuffles a hunched, bald man you recognize as the god Scan. Das sind mir zu viele Götter. His skin is mapped with swollen lash scars, and breath whistles through the ragged hole in his face where his nose once was. He does not speak, but stares up at Woedica with naked loathing plain on his ruined face. Woedica steeples her long, knob-jointed fingers. We must annihilate Aethys now, before he makes a rash decision we cannot easily annul. A moon would do the job nicely. Woedica says, and grins. Das dritte finde ich eigentlich fast gut. Ja, komm, hau raus. A voice echoes from the shape nearest Berith. Balava is too large to be moved and Kaltha too quick to be caught, even for a god of Woedica's strength and apparent lunacy. The figure beside the aspect of Berith flows forward in a swirling cloud of ash. The ash falls to the tiles and reveals a molten-skinned woman, leaning on a monstrous, wicked-edged broadsword. Magran's glowing lips curl in disdain. We must find a solution to the problem of Aethys that is neither do nothing, nor destroy the world. I acted in haste during the Saints' War. You will not goad me into doing the same now. To move against him while his plans are unknown would be the height of foolishness. We must find wisdom in precaution. Magran says. Na, gucken wir doch mal, wer Magran ist. Göttin des Krieges, des Feuers, der Transformation, der Läuterung, oh Gott, des Verzehrs und der Prüfung. Schutzgöttin des Dirrwalds soll die Götterhammerbombe gesegnet haben, die Wenn und möglicherweise auch Eotas ausgelöscht hat. Irgendwie, ich finde die ironischen und sarkastischen Antworten, na, fragen wir sie doch einfach mal. Magran looks at you as one might a wayward gob of spit on one's shoe. Ist klar. It is no business of yours what the gods ihr kümmert euch decide. aber um meinen Scheiß, ne? Another of the silent figures steps forward, and the warm, golden light of a summer's afternoon spills across your face. Let's all take a deep, calming breath. Perhaps cooler heads will prevail. Behind Helia's words, you hear the soft coo of doves. Nervige Viecher. Aethys has been separated from us for too long. Isn't it possible he intends only to gather enough souls to reclaim his realm in the beyond? He should be welcomed. Helia says. Mal gucken, was wissen wir denn über Helia? Göttin des Himmels, der Mutterschaft, der Kreativität des Gesangs, die sind aber Götter von allem Möglichen, der Sprache und der Künste. Nimmt keine besondere physische Gestalt an, soll aber in Vögeln alles klar. You look up then into avian eyes. Through them, you see clouds of starlings converge and divide. Was, wenn er vorhat, euch zu hintergehen? Ich sag jetzt einfach mal nichts, oder? Doch. Helia puts a feathered hand to her chest. He wouldn't. Betrayal is not in his nature. Scan shuffles forward. Yes, yes. We should welcome Aethys' return to the fold. His gratitude we can leverage to cajole him into divulging his plot. Then, when he believes himself to be in our good graces, we do as Woedica suggests and crush him into the earth. Scan pauses, inspecting you. Aha.
Na dann. And here is the Watcher who wiped dear desperate Alice's mind. You could have let my followers help her kill the man who tormented her. But you did not. Naja, was soll ich sagen? Curious. Scan licks the ragged edge of his lipless mouth and grins, then turns to Helia. Aha, Gottes trotz der gewaltsamen Rebellion des Geheimhasses, ja, sehr netter Mann. Der Verschwörung der Missgunst und des Neids, ja, so klingt er auch. I did not expect such a deliciously ruthless idea from you, Helia. I am impressed. Helia's feathered crest stands on end. You wretched little creature. Oh, die mögen sie ja richtig. Wir sagen jetzt einfach mal nichts, sollen sie sich doch untereinander. The Pallid Knight gestures for silence. Aethys cannot be killed, but he may be subdued. Yet to do so will take immense power and time. She Ihr habt jetzt says. Götter doch. Both stand in his favor. Magran grits her black glass teeth. That is why we must ascertain his plans before he has the chance to put them into motion. She begins to pace. Her steps leave little trails of fire in her wake. Magran stops and balls her hands into flaming fists. Even if we manage to destroy his current form, there is the possibility he could return, if he has not already absorbed all of his children. The Pallid Knight casts a cold, cutting glare in Magran's direction. Da hat sie wohl was verplappert, was sie nicht sollte. Magran speaks too freely. That knowledge is beyond your ken, Das Watcher. ist wieder typisch, ne? Spielzeug der Götter und so. Worika waves the gods to silence. Aethys gathers strength. His strength is a threat to us. Ja, für euch. Und was ist für uns Menschen und Elfen und ach, ich weiß nicht was. Her voice takes on a sharp, almost panicked edge. There is no sensible answer to the question of a resurgent Aethys other than decisive, final action. Wir schweigen mal. We will act when it is appropriate to do so and not before. The Pallid Knight steps away from the half circle of assembled gods. She pulls herself up to a great height. The words she speaks next come not from her mouth, but from all around you. Follow him, Watcher. Da sind wir dabei. The black of the Pallid Knight's irises expand until her eyes are as dark and cold as the void between stars. She bends down and brings her ghostly face level with Your debt to me remains unpaid. Aha. Das hier würde mich ja reizen, ne? Aber wir sagen mal nichts. She stares at you, unblinking. Like a needle drawn to a magnet, you are pulled toward her one compulsory step at a time. Helpless to resist, you tumble into her impossible eyes. You fall wildly, endlessly, unable to find your bearings or slow your spin. And in the distance, above, no, behind you, comes an insistent ringing. You angle yourself toward it, searching for the sound. A small silver bell appears just inches from your fingertips. You reach for it, straining to still its interminable ringing. The moment you touch it, your soul slams into your body with all the force of a fall from the top of the sky. Na, ein Träumchen. You blink open your eyes and find yourself on the floor of your ship's cabin. Alone. Tja, die Götter meinen's nicht gut mit uns. Muss man mal einfach mal so sagen. Tülülü. Was sagt... How may I be of service, my lord? Ich sag das einfach mal. Ich weiß es ja, aber ist ja egal. I was the steward of your keep at Cad Nua, my lord. Jupp. Long before your time, I had my soul bound to a throne of Ardraban. And for nearly 200 years, I felt Cad Nua and the comings and goings within it like an extension of myself.
It is a strange connection to lose. Still, it would be unseemly for me to complain of loss to you, my lord. Und wie bin ich überhaupt an ein Schiff gekommen? With Cadnua in ruins, there was little purpose in waxing sentimental Okay. over the... I was able to salvage enough of your treasure and wealth to afford the purchase of the Defiant and the hire of a small crew. Unfortunately, that consumed the remainder of your once considerable assets. Under the circumstances, I hoped you would not object. I suggest we proceed to Nekitaka, my lord. Ja, das It is machen the wir largest gerade. city in Deadfire, and we shall be better able to get our bearings there. Okay, das machen wir eh. Da sind wir ja eh dran. Hi, Alos. Thank you again for maintaining my story in front of Vanessa and the others. Er schenkt dir ein dankbares Lächeln, das fast so schnell vergeht, wie es kam. Also war es nicht wirklich echt. I didn't enjoy deceiving them, but it seemed simpler than the alternative. Wütend leckt sich Xoti über die Zähne. Wo ist denn Xoti? Die muss ja irgendwo hier sein. Naja, das hier finde ich gut. Believe me, I take no pleasure in duplicity. Und was genau ist eigentlich nochmal, was hast du eigentlich hier draußen jetzt gemacht? At your suggestion, I took up Theos' mantle after we parted company. Eder seufzt schwer. I wanted to use the leaden key to improve the lives of Kith. So for 5 years, I've been tracking down leaden key circles, searching for the places where they operate in secret. Er zieht seine Brauen zusammen. Interessiert hebt Xoti das Kinn. Hoping they can be reformed. Aha. Und wie ist die Nummer abgegangen? Wie ist es bei dir gelaufen? The task has been more difficult than I anticipated. Wir hören ihm einfach mal zu. I don't think I fully understood the weight of the decisions I would have to make. Or the burden of living with them. War ja wieder klar. It was much easier when I only had to follow someone else's lead. My father's, Theos's, yours. Er sieht dich kurz aus den Augenwinkeln an. Was meinst du denn jetzt damit? After we defeated Theos, I thought the hard part of changing the leaden key would be tracking down its members and operations. Aber... Perhaps this would be easier with an example. Ja, dann mach mal. I went to a village in Old Valia, a run-down backwater of a place. Centuries ago, the leaden key had intervened to end some heretical cult. The details were lost, but what had endured was a practice of ritual bloodletting. A gruesome, pointless tradition. Er verzieht das Gesicht. At every full moon, the villagers would feed the soil with their blood. No one, young or old, sick or hale, was exempt. Und was hast du damit, oder was hast du getan? I thought new leadership might guide them away from this practice. So I adjusted some of the deeds pertaining to the ownership of their land. Er sieht dich verschmitzt an. Aufgeregt schwingt Xoti ihre Sichel vor und zurück. It just so happened that a nearby Comtessa, a rather prosperous one, had a claim on the village and the fertile fields around it. Okay. Und dann? The Comtessa annexed the village, as I'd planned. But she did nothing about the bloodletting ritual. Das hättest du dir auch nicht denken können, ne? And while it continued, she taxed the villagers to pay for the plantation she was building. And conscripted half of them to defend it. Inzwischen hat er den Saum seiner Scherke fest verknotet. Er umklammert ihn mit bleichen, starren Fingern. Vielleicht hättest du die Nummer... Genau, wenn du dieses Ritual kaum verstanden hattest, wie wolltest du es dann bitte schön stoppen? I had to do something, didn't I? Er wendet sich dir mit weit aufgerissenen Augen und gequältem Blick zu. Er hält wiederum inne und löst den Knoten in der Schärpe in seinem Schoß. I keep wondering what I might have done differently, or how I could have known better. Ja, finde ich gut. Aus seinen Fehlern zu lernen ist ein guter Anfang. I suppose so. I should get some rest.
It's been a long day, and you've given me a lot to think about. Habe ich das? Warte, du hast mir immer noch nicht erzählt, was die Beseeler mit all dem zu tun haben. Ah, that. Er massiert sich die Schläfen. I'm looking for an old leaden key sect. I've found several references, but Er bricht ab und schüttelt den Kopf. I want to be sure. Please, let me go over my notes again. Then I promise I'll tell you everything. Okay, dann reden wir später weiter. So, was hat denn hier der liebe Götter zu sagen? Hey, look who it is. Was ist mit dir und Alos los? I'm a little worried about Aloth. Was denn los? I think the strain of the journey is getting to him. He's not his usual self. Götters Gesichtsausdruck ist ernst. The old Aloth used to really like it when we made fun of him. He'd just stand there real quiet with his mouth sort of twitching and his eyes real big like he couldn't believe how good we were getting him. Mit einem nostalgischen Lächeln und einem Blick, als ob er weit in die Ferne schauen würde, hält Götter inne. But the new Aloth doesn't just sit and take it. It's like he's losing his sense of humor. Und das ist jetzt alles? No, not all of it. There's the leaden key. We went all the way through the Deerwood to stop them. Now Aloth just picks up where Theos left off? The leaden key. I don't need to tell you what they did. Just about everything I ever cared about back home, they ruined it. What do you suppose Aloth's been up to these last few years? And why do you suppose he's back here with us? Was willst du denn da jetzt damit genau sagen? I don't know. Something doesn't sit right is all. You telling me you don't have suspicions? Ich finde das zweite ganz gut. Not sure we wouldn't be better off just hiring somebody. Aha. Well, appreciate you taking the time. So, das Gespräch haben wir auch. Aber wo ist denn? Ach, da ist sie. Mit ihr reden wir noch? Ne, das ist Alos. Okay, dann mache ich jetzt eine kleine Pause und wir schauen mal, was uns der ein oder andere noch so zu sagen hat. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.